Wenn man heutzutage an Microsoft und Spiele denkt, führt kein Weg an Xbox vorbei. Denn die grüne Konsolenmarke ist eigentlich untrennbar mit der Gaming-Sparte des Redmonder Software-Riesen verbunden. Aber das war nicht immer so. Denn was, wenn ich euch sage, dass Firmengründer Bill Gates die Xbox mal als persönliche Beleidigung verstanden hat? Oder dass die Farbe Grün auf schlichtem Diebstahl basiert? Klingt komisch, war aber so, denn hier kommt die abenteuerliche Geschichte von Microsofts Spielesparte. Gegründet wurde Microsoft schon 1975 von den Programmiergenies Bill Gates und Paul Allen, und zwar in Albuquerque, New Mexico. Die Geschichte der Microsoft-Spiele beginnt dann aber erst im Jahr 1981. Denn mit Microsoft Adventure veröffentlicht der Softwarekonzern eine MS-DOS-Version des Text-Adventures von Will Crowther und Don Woods als Launch-Titel für den damals neuen IBM-PC. Ein Jahr später beginnt mit Microsoft Flight Simulator außerdem die bis heute langlebigste Microsoft-Spielereihe. Der Flugsimulator für MS-DOS erfreut sich großer Beliebtheit und bekommt bis 2014 insgesamt 12 Fortsetzungen. Wolfgang, du gehst raus und putzt dein Fahrrad. Anna, deckt den Tisch. Helikopter 3 Sierra Tango. So richtig warm geworden mit den Spielen ist Microsoft zwischen all den Office-Anwendungen und Betriebssystemen dann aber erst Ende der 90er Jahre. Denn 1997 veröffentlicht Microsoft mit Age of Empires vom Entwickler Ensemble Studios einen Welthit. Im Strategiespiel für Windows kommandiert der Spieler eines von 12 Völkern, von der Stein- bis zur Eisenzeit, er baut Städte und Militäranlagen, baut Rohstoffe ab und zerlegt in der Kampagne oder dem 8-Spieler-Multiplayer-Modus andere Völker. Age of Empires bekommt 2 vollwertige Fortsetzungen sowie diverse Add-ons und wird später als Free-to-Play-Spiel neu aufgelegt. Trotz großem PC-Erfolg ist es aber die Angst ums Wohnzimmer, die Microsofts Spielesparte zur Chefsache macht. Denn 1999 geistern Gerüchte über eine enorm leistungsstarke kommende Konsole namens PlayStation 2 durch die Branche und Microsoft fürchtet, dadurch Dutzende PC-Spieleentwicklerteams an die Sony-Konsole zu verlieren. Welcome to the third place. Mit diesem Wissen im Hinterkopf steigt Seamus Blackley 1999 in ein Flugzeug und bekommt, vermutlich durch Höhenstrahlung, wie er heute selbst sagt, eine Eingebung. Microsoft muss eine eigene Spielekonsole bauen. Blackley hatte im gleichen Jahr bei Microsoft angeheuert und wollte eigentlich so weit wie nur irgendwie möglich weg von der Spieleentwicklung. Denn 1998, ein Jahr vorher, erscheint sein Jurassic Park Videospiel Trespasser und der Hass der Community auf das durchwachsene Ego-Abenteuer ist so groß, dass Blackley sogar Morddrohungen bekommt. Über Umwege landet er schließlich trotzdem in der DirectX-Abteilung der Spieleschnittstelle für Windows bei Microsoft. Sofort nach der Landung seines Flugzeugs ruft Blackley deshalb mitten in der Nacht seinen schlaftrunkenen DirectX-Kollegen Kevin Backus an und erklärt ihm sein Konzept für eine Spielkonsole mit DirectX-Unterstützung, eine DirectXbox. Backus und Blackley weihen außerdem ihre Kollegen Ted Hayes und Teamleiter Otto Burkees ein, arbeiten ab diesem Zeitpunkt aber heimlich während ihrer Arbeitszeit an der DirectXbox. Als einziger Außenstehender mit ins Boot geholt wird Ed Fries, der damalige Chef der PC-Spielesparte bei Microsoft. Aus alten Dell-Laptops baut die Gruppe einen ersten Prototypen der Xbox, wie man das Projekt inzwischen intern abkürzt. Streng genommen ist der Konsolenprototyp aber eigentlich nur ein getarnter PC. Denn in dem kleinen Gehäuse mit CD-Laufwerk und Festplatte läuft ein richtiges Windows. Schließlich weihen Blackley, Backus und Fries auch Microsoft-Gründer Bill Gates ein. Der ist vom Konzept einer Spielkonsole auf Windows-Basis begeistert und gibt dem Projekt offiziell grünes Licht. Neuer Leiter der Xbox-Sparte wird Robbie Buck. Apropos Grün. Dass noch heute Grün die offizielle Xbox-Farbe ist, ist nicht das Ergebnis tiefgreifender Marktanalyse, sondern die Schuld von Kollegenschweinen. Denn als die Xbox-Gruppe in ihren Meetings erste Logo- und Designideen für die Konsole ans Whiteboard malen will, hat Designer Horace Luke nur noch einen grünen Stift, weil ihm Kollegen alle anderen geklaut haben. Dem Team gefällt die Farbe aber und man behält sie bei, bis heute.
Ein Jahr später, am 14. Februar 2000, sollen Freese, Buckus und Blackley ihr komplett ausgearbeitetes Konzept bei Bill Gates und Vice Executive President Steve Ballmer vorstellen, in einem Meeting, das heute noch den Namen das Valentinstag-Massaker trägt. Das Problem? Im Lauf der Entwicklung muss man einige der geplanten Features streichen, darunter auch die Idee, die Xbox mit Windows zu betreiben. Stattdessen läuft eine auf Spieleleistung optimierte, modifizierte Windows-Version auf der Konsole. Das Meeting beginnt daher denkbar ungünstig. Bill Gates betritt den Raum, knallt die ausgedruckten Präsentationsfolien auf den Tisch und sagt: "This is a blanking insult to everything I've done at this company." Das ist eine Beleidigung für alles, was ich je für dieses Unternehmen getan habe. Steve Ballmer wiederum wirft dem Trio vor, dass Microsoft durch ihren Businessplan Millionen verlieren würde. Über Stunden zerpflücken Gates und Ballmer das Xbox-Konzept, bis kurz vor Schluss eine ebenfalls anwesende Führungsperson eine simple Frage stellt: What about Sony? Was ist mit Sony? Die Angst, dass Sony nicht nur den Spielemarkt, sondern auch das Wohnzimmer beherrschen könnte, sitzt so tief, dass sich das Meeting in den letzten 5 Minuten komplett dreht. Ballmer und Gates willigen ein und die Xbox geht offiziell in Produktion. Wie wichtig die neue Konsole für Microsoft ist, zeigt sich auf der Game Developers Conference im März. Denn hier kündigt Bill Gates höchstpersönlich die Xbox an, auch wenn das finale Design sich letztlich stark von dem aufrecht stehenden Chrome X unterscheiden wird. Im Hintergrund laufen derweil auf Hochtouren die Vorbereitungen für den Launch der Konsole im November 2001. Denn Ed Freese bekommt die anspruchsvolle Aufgabe, ein hochkarätiges Spiele-Line-Up für die Xbox auf die Beine zu stellen. Einer der größten Coups ist dabei das Entwicklerstudio Bungie. Das befindet sich im Jahr 2000 in argen finanziellen Nöten und bietet sich Microsoft zum Kauf an. Microsoft schlägt zu und teilt sich die Beute mit dem Publisher Take-Two. Denn während Take-Two die Rechte an den bisherigen Bungie-Spielen Myth oder Marathon bekommt, schnappt sich Microsoft das Entwicklerteam und deren aktuelles Projekt: Halo. Der Shooter sollte ursprünglich für Mac und Windows erscheinen, wird dann aber zum Xbox-Exklusivtitel. In dieser Zeit kauft Microsoft aber auch klassische PC-Entwickler. Die Mac-Experten von Faser Studio wechseln 1999 zu den Redmondern, die Starlancer-Macher Digital Anvil im Jahr 2000 und 2001 kauft man die Age of Empires Entwickler von Ensemble Studios. Das finale, sehr viel schlichtere schwarze Design der Xbox wird dann auf der Consumer Electronics Show 2001 in Las Vegas vorgestellt, von Bill Gates und Wrestling-Superstar Dwayne The Rock Johnson. It doesn't matter what you think, Bill. Noch überraschender wäre es natürlich gewesen, wenn das finale Design nicht schon Monate vorher geleakt wäre, in der allerersten Sendung von Giga Games. Schade, naja. Im November 2001 erscheint schließlich die Xbox für $300 Kaufpreis in den USA. Microsoft feiert den Verkaufsstart mit einem riesigen Launch-Event am Times Square in New York. Und trotz Konsolenlaunch und Riesenveranstaltung packt sich Seamus Blackley nochmal eine Schippe Stress obendrauf. Er beschließt nämlich seiner Freundin, einen Heiratsantrag zu machen, mit Bill Gates als Ringträger. Sie sagt ja und bis zum Weihnachtsfest gehen 1,5 Millionen Konsolen und 5 Millionen Spiele über den Ladentisch. Trotzdem behält Steve Ballmer recht. Mit jedem für $300 verkauften Gerät verliert Microsoft $125. Nach 4 Jahren sind das knapp $4 Milliarden Verlust. Was damals keiner ahnte, ausgerechnet das eigentlich unbekannte Halo von Bungie wird zum System-Seller und macht nicht nur den Ego-Shooter auf der Konsole salonfähig, sondern etabliert auch die Konsolen-LAN-Party. Die Sci-Fi-Ballerei mit Master Chief und den Covenant lässt sich nämlich nicht nur im Splitscreen-Multiplayer spielen, sondern ermöglicht auch mehrere Konsolen über den Netzwerkanschluss zusammenzuschließen. Erst ein Jahr nach dem Launch der Xbox startet nämlich im November 2002 der Online-Dienst Xbox Live. Der ist nach Dream Arena für Sega's Dreamcast und PS2 Online der PlayStation 2 zwar nicht der erste Online-Dienst für Konsolen, will aber im großen Stil über Breitbandanschluss, Online-Gefechte, Freundeslisten, Sprachchat sowie kostenlos und kostenpflichtige Download-Inhalte anbieten.
Während der Service anfangs nur langsam wächst, verhilft ihm spätestens der Release von Halo 2 mit Live-Online-Multiplayer zum Durchbruch. Bis 2005 meldet Microsoft 2 Millionen aktive Live-Kunden. Kevin Backus und Seamus Blackley verlassen Ende 2002 Microsoft. Ed Fries wiederum beginnt bereits mit den Arbeiten an der nächsten Konsole unter dem Arbeitstitel Xbox 2. Zudem wird Microsofts Spielesparte in Microsoft Game Studios umbenannt. Im selben Jahr übernimmt Microsoft außerdem den Traditionsentwickler Rare. Nach jahrelanger Zusammenarbeit hatte eigentlich Konkurrent Nintendo das Vorkaufsrecht. Zur großen Überraschung aller Beteiligten wollen die Japaner aber die Donkey Kong Country und GoldenEye-Macher nicht haben. Microsoft bietet deshalb mit Activision um die Wette und bekommt für 375 Millionen Dollar den Zuschlag. 2003 bekommt die Xbox-Sparte einen neuen Chef, Peter Moore. Der Brite war zuvor der Chef bei Sega Amerika und soll bei Microsoft den Launch der nächsten Xbox-Konsole stemmen. Denn während vieles bei der ersten Xbox eher improvisiert war, soll die nächste Generation die online- und PC-nahe Entwicklungsumgebung voll ausspielen. Dass es Moore selbst nicht an Überzeugung fehlt, beweist er bei der E3 ein Jahr später. Er lässt sich den Release-Termin von Halo 2 auf den Arm tätowieren. Right here. 2004 nimmt dann auch Ed Fries seinen Hut und verlässt Microsoft Game Studios. 2005 erscheint dabei ein Spiel, dessen Entwicklung er noch in die Wege geleitet hat, Forza Motorsport. Dessen Entwickler Turn 10 Studios wird nämlich schon 2001 gegründet und soll in Zukunft die Xbox mit Rennspielnachschub versorgen. Forza Motorsport richtet sich an Rennsimulationsfans und wird zu einer der wichtigsten Spielereien für die Xbox. Auch die Arcade-Fans werden bedient, denn neben 6 Hauptteilen der Forza-Reihe gibt's außerdem die auf Open-World-Fahrspaß ausgelegte Spin-off-Reihe Forza Horizon. Die nächste Xbox erscheint ebenfalls 2005. Die heißt aber nicht Xbox 2, sondern Xbox 360. Zum einen, weil man im Konkurrenzkampf gegen Sonys PlayStation 3 kein Gerät mit einer 2 im Namen haben will, zum anderen, weil die 360 in Marktforschungsumfragen positive Emotionen auslöst. Im Konsolenkrieg der 7. Generation gegen die PlayStation 3 punktet Microsoft gleich aus 3 Gründen. Zum einen ist es durch die Power-PC-Architektur mit Xenos-Grafikchip und DirectX 9-Schnittstelle leichter für die Xbox 360 zu entwickeln als für die PS3. Zudem steht die Xbox 360 im November 2005 bereits ein Jahr früher als die PS3 im Laden und kostet auch noch $100 weniger. Bald nach dem erfolgreichen Launch gibt's für die Xbox-Division unter Peter Moore aber ein böses Erwachen. Denn der Red Ring of Death bringt nicht nur Kunden zur Weißglut, sondern auch die Xbox-Ingenieure an den Rand der Verzweiflung. Durch einen anfangs nicht nachvollziehbaren Hardware-Defekt sterben unzählige Xbox 360-Konsolen den Hitzetod. 1,2 Milliarden Dollar kostet es Microsoft, die Konsole auszutauschen. Man wendet durch die groß angelegte Reparaturaktion aber zumindest dauerhaft Schaden vom Markennamen ab. Die 360 wird von Microsoft trotzdem zur Erfolgsgeschichte. Bis heute sind über 1000 Spiele für die 360 erschienen. Weltweit hat man 77 Millionen Konsolen verkauft. 2006 kauft Microsoft den britischen Entwickler Lionhead. Für Designerlegende Peter Molyneux ist es nach dem von EA gekauften Bullfrog bereits das zweite von einem großen Publisher geschluckte Entwicklerstudio. Lionhead hatte zuvor bereits 2 Teile der Göttersimulation Black and White, das Filmstudiospiel The Movies und die Auftaktepisode der Rollenspielreihe Fable veröffentlicht. Die Fortsetzungen Fable 2 und 3 erscheinen schließlich unter Microsoft, bis man das Entwicklerstudio 2016 während der Entwicklung des Free-to-Play-Ablegers Fable Legends dicht macht. 2006 erscheint Gears of War von den Unreal-Machern Epic. Der Third-Person-Shooter begeistert nicht nur mit schicker Unreal-Engine-Grafik, sondern etabliert mit seinem Deckungssystem auch das neue Subgenre des Cover-Shooters. Für die nächsten Jahre belegen die insgesamt 4 Fortsetzungen mit ihren brutalen Multiplayer-Ballereien zwischen COG und Locust die vorderen Plätze der Xbox Live-Charts. Yeah, that was beautiful, baby. Zudem rollt man den Live-Online-Dienst mit Games for Windows Live auch auf den PC aus. Jahrelang wird Microsoft aber für dessen inkonsequente Ausführung, technische Umsetzung und restriktive DRM-Maßnahmen kritisiert. 2014 schaltet man den Dienst endgültig wieder ab. Ebenfalls 2007 verliert Microsoft sein stärkstes Spielestudio.
Bungie kauft sich nämlich nach dem Release von Halo 3 frei und wird zum unabhängigen Entwickler. Trotzdem arbeitet man mit Microsoft noch an den Ablegern Halo ODST von 2009 und Halo Reach von 2010, bevor man endgültig getrennter Wege geht. Die Markenrechte an Halo verbleiben jedoch bei Microsoft, weshalb man mit 343 Industries noch 2007 ein neues Entwicklerstudio gründet, das ab Halo 4 die Abenteuer von Master Chief und Co. noch über Jahre fortsetzen wird. Im gleichen Jahr verlässt Peter Moore nach 4 Jahren Microsoft. Sein Nachfolger wird der EA-Veteran Don Mattrick. 2010 sieht Microsoft die Zukunft der Xbox 360 in der Bewegungssteuerung und veröffentlicht die 3D-Kamera Kinect. Damit soll man nicht nur das Dashboard der Xbox 360 mit Sprach- und Gestensteuerung navigieren können, sondern auch in speziellen Kinect-Spielen mit vollem Körpereinsatz mitmischen. Die auf die Casual-Zielgruppe abzielende Erweiterung wird von vielen Spielern aber als Gimmick abgetan und kann sich am Markt nicht wirklich durchsetzen. 2012 übernimmt Microsoft den unbekannten Entwickler Zipline Games, rekrutiert allerhand Branchentalente und nennt das Studio in Black Tusk um. Die ambitionierte Aufgabe: Das Team soll eine neue Marke von der Größenordnung eines Halo kreieren. Abgesehen von einem kurzen Teaser-Trailer bekommt die Welt davon aber nichts mehr zu sehen. Denn 2014 kauft Microsoft die Markenrechte an Gears of War von Epic, nennt das Studio von Black Tusk in The Coalition um und lässt mit Gears-Veteran Rod Ferguson erst ein Remake von Gears of War 1 und 2016 die vollwertige Fortsetzung Gears of War 4 entwickeln. Im Mai 2013 enthüllt Microsoft dann endlich seine neue Konsole der 8. Generation, die Xbox One. Die soll die Alles-in-einem-Lösung fürs Wohnzimmer sein und neben Spielen auch umfangreiche Musik-, TV- und Filmangebote liefern. Die Präsentation gerät allerdings zum Debakel, denn viele Hardcore-Spieler sind irritiert von der neuen Ausrichtung und der Tatsache, dass Microsoft plant, Spiele zwingend online aktivieren zu müssen. Zudem gibt es die Konsole anfangs nur mit einer weiterentwickelten Kinect-Kamera, was den Kaufpreis auf happige 499 € treibt. Xbox, go home. Im November 2013 erscheint die Xbox One schließlich, und zwar ohne Online-Aktivierungszwang für Spiele. Der Image-Schaden durch die irreführende Ankündigung hat aber trotzdem Folgen. 2014 nimmt Don Mattrick seinen Hut und der Microsoft-Veteran Phil Spencer wird neuer Head of Xbox. Unter Spencer versucht Microsoft verspieltes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Im Juni 2014 etwa bietet Microsoft die Xbox One auch ohne Kinect an. Ein Jahr später kündigt man außerdem an, die Xbox One über ein Software-Update abwärtskompatibel für Xbox 360-Spiele zu machen. Im September 2014 landet Microsoft zudem den bisher größten Spiele-Coup. Für 2,5 Milliarden $ übernimmt man den Entwickler Mojang und damit die Markenrechte an deren Superhit Minecraft. Obwohl der Kauf kein Schnäppchen ist, rechnet sich die Übernahme schon bald. Denn pro Tag verkauft Microsoft im Schnitt 53.000 Versionen des Klötzchen-Hits. Bis heute sind über 100 Millionen Minecrafts quer über alle Plattformen verkauft worden. Zur E3 2016 wachsen Xbox und Windows Gaming enger denn je zusammen. Denn Microsoft kündigt mit Play Anywhere einen Dienst an, bei dem man ein Spiel nur einmal kaufen und dann auf Wunsch entweder am Windows 10 PC oder an der Xbox One spielen kann. Auch Koop-Multiplayer ist so zwischen PC und Konsole möglich. Trotzdem bleibt Microsoft der Xbox One treu und kündigt für Ende 2017 nach der kompakteren Xbox One S mit Project Scorpio eine dramatisch leistungsstärkere Variante der Xbox One an, denn wer die Schlacht ums Wohnzimmer gewinnen will, der fährt mal besser die dicksten Geschosse auf.